Ja, wir sind jetzt wieder am Brassamer Meer, um unserem Boot weiterzuarbeiten. Da im Hintergrund steht es auch. Und insbesondere wollen wir uns heute den Motor angucken mit einem Freund, der extra nach Holland kommt für uns. Der hat ein bisschen mehr Ahnung davon als wir. Ja, und wenn das alles läuft, dann können wir vielleicht endlich mal eine Testfahrt mit dem Boot machen. Das wird langsam fällig. Und genau, außerdem muss noch jemand unter das Boot runtertauchen, um die Schraube von den Muscheln und dem ganzen Siff darunter zu befreien. Und ja, hoffentlich läuft das alles. In einer Lebensphase großer Entscheidungen denkt man darüber nach, welche Dinge wirklich wichtig sind. Rückblickend waren Momente, in denen wir Außergewöhnliches erlebt haben, die einflussreichsten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, mit einem Segelboot auf die Reise unseres Lebens zu gehen und die Welt zu entdecken. Ich gucke mir das Boot jetzt mal von unten an. Ich höre kurz erst, guck, ob ich die Schraube finde. Hab sie. Die ist echt schmutzig. Wenn ich schruppe, sehe ich nichts mehr. Weil so viel Schmutz abkommt. Probier mal am Boot hochzukommen. Falls wir mal reinspringen und nicht mehr rauskommen. Ich komme nicht weiter. Mission erfüllt. Ja, unser Motor, das ist ein Unimog-Motor von Mercedes-Benz und der ist von 1989 und hat 39 PS. Und ja, heute gucken wir uns den mal genauer an. So, wir haben jetzt hier den Ventildeckel abgenommen und darunter sind die Zylinder. Hier ist der Luftfilter, die gefilterte Luft kommt hier rein. Hier sind die Ventile, die die Luft in die Zylinderkammer leiten. Und hier auf der anderen Seite sind die Ventile, die die verbrauchte Luft aus der Zylinderkammer wieder rausleiten. Und das wird dann hier und hier in den Auspuff abgeleitet. Wir wollen den Motor durchchecken und die Spaltmaße der Ventile nachjustieren. Hier. Das ist der Querschnitt. Hier ist der Zylinder mit der Kammer, der sich dann aber hoch und runter bewegt und hier die Kurbelwelle antreibt. Und wir haben von hier oben drauf geguckt, das haben wir abgenommen. Und da konnte man dann dieses Ventil und dieses Ventil sehen. Und das hier ist der Ordner von dem neuen Motor, weil der irgendwann mal revidiert wurde, also irgendwie da ein ganz neuer Motor reingekommen ist. Und wir lesen das jetzt durch und versuchen Spaltmaße und einfach Informationen irgendwie mal herauszufinden. Im Schlüssel kannst du jetzt die Kurbelwelle bewegen und dann bewegen genau, die Zylinder. Über diese Schraube geht das gleich. Und dann kann ich den Motor drehen und dementsprechend werden sich gleich die Ventile bewegen. Und das sind hier so Stößelstangen, die gehen unten auf die Kurbelwelle und die Kurbelwelle hat auch Nocken. Und die drückt jetzt immer hoch und runter, je nachdem in welchem Rhythmus die gerade sind. Und das Auslassventil hat immer etwas größeren Abstand, weil das heißer wird. Wie oft muss man das einstellen? So früher bei den alten Motoren, da gehört er ja zu, da hat man schon so gesagt, alle 20.000 spätestens. Die sind da auch nicht besonders sensibel drauf, wenn das mal nicht ganz so passt. Die dürfen nur nicht zu stramm sein. Also alten Motoren ist man eigentlich auf einer die sind sehr robust. Weil das ist kein Leichtmetall-Alu-Zylinderkopf, sondern ein richtiger Gusszylinderkopf und so. Ja, ich komme.
fahren jetzt gerade raus, das erste Mal. Und rückwärts fahren wir raus, weil sich das so ergeben hat. Wir sind jetzt das allererste Mal hier aus dem Brassamer Meer. Da hinten ist der Hafen und hier ist heute ziemlich extremer Verkehr, weil heute so gutes Wetter ist. Auf jeden Fall stehe ich hier auf dem Mast und da unten sind die anderen. Ist auch windig hier, aber optimales Segelwetter. An- und Ablegen war ein bisschen eine Katastrophe. Wir sind ja heute mit 6 Leuten hier. Und ja, aber es war schon ein Nervenkitzel. Einer hat Abstand gehalten, der andere ist rübergesprungen, hat das Boot dann rangezogen. Und wenn man das natürlich zum ersten Mal fährt, also Thilo hat das schon gut gemacht. Aber man muss natürlich auch lernen, wie schnell das fährt und auch den Rückwärtsgang einlegen, um das zu stoppen, weil es ja sonst auch immer sich weiter bewegt im Wasser, wie ein träges Objekt. Aber das kriegen wir alles noch hin und ist nichts passiert, alles gut. Dann haben wir versucht, mit der Drohne zu fliegen, hat aber nicht funktioniert, weil die fast abgestürzt wäre leider, deswegen gibt es keine Drohnenaufnahmen. Das Boot ist extrem wendig, war total voll, aber war gar kein Problem, hier ein bisschen über den See zu fahren. Und jetzt sind wir wieder angelegt. Thilo, nutzt du den Regen aus? Ja, muss ja auch mal gut aussehen, das Ding, ne? Ja, also hier sind überall die grünen Stippen, die machen die Farbe kaputt und deswegen müssen wir alles immer schrubben. Die kommen so schnell, dass wir wie immer schrubben müssen. Außerdem sind in diesem Seilhaufen überall Spinnen. Ja, richtig uncool. Ich streiche jetzt die Wachskiste, weil ich da reinpasse.